Und damit herzlich willkommen zurück in einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Seto hat die nächste Quest für uns. Mal gucken, wo er uns hinführt. Seto möchte noch etwas auf den Weg geben. Nee, warte mal. Seto möchte dir noch etwas auf den Weg geben. So rum wird ein Schuh raus. Es tut mir leid, dass ich dich so lange hab warten lassen. Ich weiß, die Zeit drängt. Ich habe dir die Kristallschuhe gegeben, weil ich an dich glaube, an deinen Willen, die Welt zu retten, an deine Fähigkeit, auch einen Lichtbringer besiegen zu können. Unsere Gedanken sind mit dir, wenn du Titania gegenübertrittst. Wenn du von hier gen Süden gehst, gelangst du zur Brücke, die zum Schloss führt. Mit den 4 Relikten in deinem Besitz wirst du das Schlosstor öffnen können. Seit Ardbert habe ich niemanden mehr mit diesen Worten verabschiedet. Aber es ist angebracht. Mögen die Winde dir gewogen und das Schicksal gefällig sein. So, wo geht's hin? Da hinten müsste irgendwo ein Schloss sein. Oh, ja, da ist ein Schloss. Da geht's dann wohl als nächstes hin. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Das ist ein ganz schönes Stück da. Also hier, ich werde jetzt hier unten lang reiten und dann hier irgendwo landen. Dann bis gleich. So, und damit sind wir am Fuße des Schlosses, beziehungsweise nicht ganz, der Fuß des Schlosses ist, glaube ich, da unten. Ich bin schon mal die Treppen hochgekommen. Aber ich habe gedacht, ihr wollt vielleicht sehen, wie wir dieses Schloss betreten. Ich habe sicherheitshalber Schokipopo auch noch gerufen, weil hier laufen doch noch ein paar eklige Viecher rum. So, und da steht das Tor. Jetzt bin ich doch gespannt, was auf uns zukommt. Kriegen wir überhaupt das Tor auf? Mal gucken. Wir interagieren damit, wir haben die Artefakte, alles sollte gut gehen. Das Siegel ist bereits gewichen. Irgendwie wusste es, dass die 4 Relikte wieder zueinander gefunden haben. Jetzt ist an der Zeit, mutig zu sein und sich gut gelaunt ins Abenteuer zu stürzen. Aber sei schön vorsichtig. Der Feenkönig ist unberechenbar und will dich bestimmt sofort mit Haut und Haaren fressen. Wir Feen wären dir ungemein dankbar, wenn du unseren König von ihrem schrecklichen Fluch befreien würdest. Bitte, tu alles, was in deiner Macht steht. Also, mein süßes Bäumchen, denk dran. Die Welt der Feen ist nicht halb so kompliziert wie deine. Alles folgt einfachen Regeln. Was du genommen, musst du geben. Was du zerstörst, musst neu beleben. Ob Spaß, Zank oder feiner Streich, Harmonie ist das Gesetz im Feenreich. Alle Dinge dieser Welt erfordern einen Ausgleich. Das ist unsere Philosophie. Alles, was du aus dieser Welt nimmst, musst du auch irgendwann zurückgeben. Aber sorge dich nicht, Bäumchen. Irgendwann wirst du die natürliche Ordnung auch verstehen. Und ich werde immer an deiner Seite sein, um dir zu helfen. Offenbarung, Titania, nun zugänglich. Neuer Inhalt wurde der Inhaltssuche zugefügt. Yay, dann können wir gleich gegen Titania antreten. Gut, ich suche mir gleich eine Gruppe für Titania. Bis gleich. Und damit sind wir endlich bei Titania angekommen. Ich bin schon mal echt gespannt. Okay, da kommt sie schon. Wer kommt denn da in mein Schloss? Bist du hier, um mich zu befreien? Ich langweile mich so. Es ist so gemein. Ich will spielen, mich vergnügen und essen.
Nein, dann bleibst du eben hier und tanzt mit mir für immer und ewig. Immer Tag, nie Nacht. Oh, schnell, Barfoot. Für die Toten. Hierhin oder dahin? Was wird sein? Okay, eine Nahattacke hat sie. Auf alle Fälle Prophezeiungsrune. Was ist das? Okay. Wehendes Wasser. Macht ihr mit? Okay. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da drin stehen. Wehen des Feuers. Seid dabei. Okay, was passiert jetzt? Alle da rein. Stehe ich. Okay, ich glaube, ich stehe ausreichend drin. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur noch bunt. Oh Gott. Das Schloss ist so eng. Die Luft so stickig. Ich will raus. In den Wald. Okay, das scheint die nächste Phase zu sein. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Unsinn. Streckt euch weit. Was passiert jetzt? Okay, da gehen wir weg. Und wieder an Kuscheln. Leuchtender Sabbat. Okay, das macht einfach nur Aua. Eine rote Blume. Ist sie nicht schön? Okay. Okay, das tut richtig weh. Nächste Phase. Ah, Bäume. Warum nicht? Okay, der Senfsand ist gleich weg. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es hier irgendwelche Prioritäten gibt, was als erstes getötet werden muss. Aber wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, bis darauf, dass ich mal gestorben bin, schlagen wir uns gar nicht so schlecht, oder? Bisher. Sprießt, meine Lieben. Wachst und sprießt. Okay. Klein haben sie mir doch besser gefallen.
Kann da runterfallen? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend nicht. Okay. Was hat jetzt getötet? Ah, gut, dass ein Heiler überlebt hat. Okay, ich hätte nicht so vorlaut sein sollen. Das lief doch nicht so gut. Tanzt, Blätter, tanzt mit uns. Tag, Nacht, Schlaf. Hier oder dahin? Was wird sein? Fliehendes Wasser. Macht ihn mit? Feen des Feuers, seid dabei! Irgendwann werden wir den doch hoffentlich schaffen. Kann doch nicht so schwer sein. Es ist so eng. Die Luft so schrecklich. Ich will raus. In den Wald. Trotzdem, streckt euch weit. Eine rote Blume. Ist sie nicht schön? Ach, Entschuldigung. Aber jetzt gesagt. Geht's an meine gesundliche Verfassung schon fast der Kampf.
Ah, wie lauf. Na, wollen die mir noch auf die Pelle rücken? Okay. Bäume, streckt euch hinauf. Sprießt, meine Lieben. Wachst und sprießt. Okay, das sieht momentan gar nicht schlecht aus. Und der letzte. Wo ist meine blöde Maus? Da ist meine blöde Maus. Schaffen wir aber noch. Okay. Braucht den Limit Break nicht zünden. Blätter, tanzt mit uns. Spielen wir weiter? Es ist ein so schöner Spaß. Okay, das könnten wir schaffen. Nicht noch irgendwo ein blöder Fehler. Oh je, jetzt kommen die von zwei Seiten. Okay. Mal gehe ich da nicht rein. Hierhin oder dahin? Was wird sein? Toll, wir haben nicht mehr unseren super Angriff, weil einer gelieft ist. Okay, nee, wir sind alle wieder da.
sind. Euch Schwert und Pfeil. Und 1%, das kriegen wir noch. Und 0,5 und 0, ja, geschafft. Boah. Der Tanz hat ein Ende. Yay, es ist Nacht. Juhu, das nächste Gebiet geklärt. So, dafür kriegt die Amelia aber auch ein... Ups, konnte ich gar nicht. Schade. Okay, Ausgang. Ich bin so stolz auf dich, mein Snejak. Das hast du wirklich fabelhaft hinbekommen. Ah! Kleid und Krone, Stab und Schuh. Endlich sind sie wieder vereint. Sie sind der Schlüssel, um den Weg ins Schloss zu öffnen. Aber sie sind auch die 4 feierlichen Insignien des rechtmäßigen Königs. Der Zauber besagte, dass man nur mit den Insignien ins Schloss kommt. Und wer den Feenkönig besiegt, der soll ihm auch auf den Thron folgen. Toll, heißt das, wir sind jetzt König? Ein solcher hat natürlich keine Zeit für Abenteuer. Er gehört dann zu uns. Mein Bäumchen. Mein liebes, liebes Bäumchen. Wir Feen leben ewig, doch ihr seid von anderer Schönheit. Ihr greift nach Dingen, die ihr vielleicht nie erreichen werdet. Ihr lebt, um denen nach euch etwas zu hinterlassen. Das ist es, was euch so glänzend macht. Ich sehne mich so nach diesem Glanz. Bitte, lass dein Zweiglein den Thron für dich besteigen, auf das du weiter deinem Streben nachgehen kannst. So kann man es auch bezeichnen. Die will einfach nur unser Thron. Hey, ich will den Thron übernehmen. Eigentlich ist es ja gerade Thronraub, oder? Ist das jetzt die neue Titania? Kinla, Ilichla, Ilmek, Okbra. Singet und frohlocket, das Land des Regenbogens währt in Ewigkeit. Also dann, wollen wir uns nun den lästigen Störenfrieden zuwenden, die es wagten, mein Königreich zu betreten? Ey, es ist eigentlich de facto immer noch mein Königreich. Du bist hier nur Stellvertreterin, damit das klar ist.
Verflucht. Wie sind die nur so schnell bis hierhin vorgedrungen? Verdammte Feenviecher! Hören die denn nie auf mit ihren albernen Streichen? Oh nein! Hört her, ihr Schmeißfliegen! Bei euch hat sich jemand versteckt, den wir haben wollen. Ihr wisst, wo sie sind. Also zeigt euch und sagt's uns. Oder ich werde... Hör auf! Du tust mir weh! Ah! Schluss jetzt, das ist genug. Hebt den Zauber auf. Minfilia, du ungezogenes Kind. Wann hast du endlich genug von diesen Schwächlingen? Ich werde nicht mit dir nach Yulmor zurückgehen. Und ich lasse nicht zu, dass du meine Freunde aufhältst. Wie hältst du denn deine Waffe? Hab ich dir vielleicht beigebracht, so zu kämpfen? So eine wie du ist mir ja noch nie untergekommen. Sieh dich an. Du machst dich ja lächerlich. Deine Schwäche ist eine Schande für deinen Lehrmeister und alle Orakel. Nur unter dem Schutz meines Herrn wirst du überleben. Tja, ein toller Lehrmeister bist du. Was hast du ihr denn beigebracht? Dass die Welt ein Gefängnis ist? Erst ohne dich hat sie die Kraft gefunden zu kämpfen. Du bist kein Lehrmeister. Du bist ein alter, gebrochener Knecht. Was weiß denn eine feige Ratte wie du vom Kämpfen? Auf dem Schlachtfeld wartet nichts als Tod und Verderben. Das einzige Heil liegt in einer den Frieden wahrenden Obrigkeit. Da! Der Himmel! Sie hat gesiegt. Die Kriegerin der Dunkelheit. Das ist unmöglich. General Ranjit, wie lauten eure Befehle? Na was wohl. Weg mit diesen Schwächlingen. Und bringt mir die Kriegerin der Dunkelheit. Alle Mann, Angriff! Nehmt die Störenfriede fest! Seid ihr taub? Ich habe gesagt... Tilch Remis! Akla Ormain! Akla Ormain! Was soll das? Eine Pfütze? Wo kommt die denn auf einmal her? Ormaich! Ansassi! Ormaich! Kinsi! Das hält doch keiner aus. Tut was! Tut doch irgendwas! Das ist ein Befehl! Jetzt kommt die Kavallerie. General Ranjit, es sind noch mehr im Anflug.
Befehlt den Rückzug! Bitte! Leugnet es nicht. Ihr seid mit der Kriegerin der Dunkelheit im Bunde. Mein Herr wird mit stahlharter Faust für Ordnung sorgen. Verlasst euch darauf. Dann ist sie jetzt also eine Hoheit, ja? Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, Feoul. Ich meine, Eure Majestät. Ein dunkler Nachthimmel nach so langer Zeit. Das musste einfach mit einem gehörigen Schabernack gefeiert werden. Aber vergesst nicht, wir Feen leben ewig. Und doch sind wir wie die Gischt in der Brandung zwischen Leben und Tod. Ohne jede Sorge leben wir nur in dem Moment und verschwenden keinen Gedanken daran, dass er jemals enden könnte. Deswegen sind wir nicht in der Lage, mit euch mitzufühlen und für die Zukunft zu kämpfen. Heißt das, dass ihr uns beim Kampf gegen die Sündenvertilger nicht helfen werdet? Nur wenn es wirklich ganz viel Spaß verspricht. Aber ich habe nicht vergessen, dass ich euch noch einen Gefallen schulde. Was wir nehmen, machen wir wieder gut. Was wir bekommen, geben wir zurück. Das ist das Gesetz von Ilmek. Und weil ihr uns den funkelnden Himmel geschenkt habt, werden wir euch das mit unserer Hilfe zurückzahlen. Vergesst nie, ihr braucht uns nur zu rufen. Ich will mich aber noch nicht von dir trennen. Ich werde natürlich trotzdem immer noch bei dir sein. Also nicht ich, sondern ein kleines Stellvertreterzweiglein. Das lasse ich einfach an deiner Seite schweben, während ich gemütlich in meinem Schloss bleibe. Ist doch kinderleicht. Behandle es genauso gut wie mich. Dein Isnifis. Hörst du? Ich hatte schon Angst, dass ich nicht mehr an mein Inventar komme. Orange, wir haben es endlich geschafft. Tara, du bringst mich immer wieder zum Staunen. Zum zweiten Mal hast du nun vollbracht, was andere unmöglich ist, einen Lichtbringer zu vernichten. Dank dir hat auch Ilmek seine Nacht wieder. Ein großer und wichtiger Schritt auf den Weg, die erste Splitterwelt zu heilen und die 8. Katastrophe in der Ursprungswelt zu verhindern. Und auch wenn es die anderen Völker außerhalb Ilmeks nicht berühren mag, die Feen haben einen neuen König. Ein neues Oberhaupt, um das sie sich scharen können. Auch das kann in Zukunft weitreichende Auswirkungen zu unseren Gunsten haben. Dazu kommt das nebenher erworbene Wissen der Feen zur Herstellung eines Auraciten ein außerordentlicher Glücksfall für uns ist. Ein Erfolg auf der ganzen Linie für uns alle, möchte ich meinen. So, die nächste Quest gibt es dann von Tancred. Allerdings würde ich sagen, das erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.